Wir wollten das eigentlich schon ganz lange machen, dass wir mal erzählen, wie es uns jetzt ergangen ist in fast einem Jahr. Ja, Und Ende Juli sind wir ein Jahr hier. Wir sind mhm. am 1. August gelandet auf Réunion und die Zeit vergeht sehr schnell, muss man sagen, gell? Es kommt einem gar nicht so lange vor. Und jetzt kann man ja mal ein Resümee ziehen nach einem Jahr auf der Insel. Let me tell you a story. Also ich sage jetzt mal 1, 2, 3, 4 und dann sag du mal was. Ich sage dann auch 1, 2, 3, 4. Super, Und dann testen wir Prosit. es mal. Ja, wir wollten das ja schon lange machen und wir haben das Hausprojekt, aber das Leben geht hier ja weiter. Insofern, wir bleiben hier und wollen mal das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, am 1. August sind wir ein Jahr auf Réunion. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Und das Wichtigste meiner Meinung nach ist, wie es den Kindern ergangen ist. Und Mit null Französisch hier. Mathilda kam an mit 0 Französisch. Carlotta hatte 2 Jahre Französisch auf dem Gymnasium, die der Wissensstand entsprach, aber trotzdem 0. Sie Muss haben man am sagen, Anfang ja. getestet. Sie hat gar nichts gelernt in der 6. und 7. Klasse Französisch. Und sie haben jetzt beide ein großes Lob bekommen nach dem großen Französisch-Test am Schuljahresende. Und auch die Zeugnisse waren relativ gut. Ja, die Carlotta war sogar 3,5 Punkte über ihrem Klassendurchschnitt und da muss ich sagen, das hätte so auch niemand erwartet. Wobei wir hier auch wirklich die Unterstützung haben vom Staat, von der Gemeinde, die Personen, die Handelnden mit 3-mal Französisch in der Woche oder 2-mal auch für mich. Also das ist schon was, was das absolut fördert. Das Wohlwollen auch Und die einfach. Ganztagsschule Ja. ist auch besser, als mittags um 12 heimzugehen. Die Kinder sind länger im Klassenverband und sitzen dadurch während der Woche weniger vor dem Bildschirm. Also ich finde das besser. Und das Miteinander in den Schulen ist freundlicher. Die Grundschule war toll. Auf dem College, ja, mei. Carlotta ist auch gerne hingegangen, kann man nicht sagen. Also was mir auffällt, und das ist wirklich ein großer Unterschied, dass ich hier jetzt einfach entspannt bin im Hinblick darauf, wenn die Kids was machen. Die Carlotta, die war schon beim Beach-Turnier, irgendwie Beach-Tennis-Turnier am Strand, die war auf einem Konzert abends in der Nacht in Saint-Denis, jetzt gestern Abend auch wieder mit Freunden. Und da bist du einfach safe, da hast du hier passiert nichts. Also irgendwie, hättest du die nach Nürnberg gelassen in dem Alter? Allein Ungern, abends ungern, ungern. auf die blaue Nacht? Und Ah, mit den ich nicht. Öffentlichen zurück. Nee. Und dann vor allem auch eher knapp bekleidet, die Jugend. Ja, hier, ja, klar, natürlich. Nein, das Gefährlichste hier ist, glaube ich, der Straßenverkehr. Ja, Ja, die fahren ein bisschen die fahren wie die Irren. waghalsig. Gerade auch mit den Motorrädern. Aber nochmal, Auch die Autos. was, Ja. was vielleicht auch echt ein Unterschied ist, hier wird halt nicht gesoffen. Die kriegen ja gar keinen Alkohol. Und ich weiß nicht, sieht man auch nicht, dass, also ich meine, ich bin jetzt nicht so unterwegs, aber wenn ich die auch mal in der Stadt abhole oder so, ich sehe da nie Nein, so Trauben mit Bierflaschen oder unter 18 sonstiges. hast du keinen Zugriff auf Alkohol. Und die Eltern sind streng. Äh, Und auch Vapen ist unter 18 verboten. Da ist wohl eher was im Umlauf. Aber Alkohol bei den Teenagern ist überhaupt kein Thema. Und das war in Mittelfranken so abartig auf der Kirwa, was da getrunken wurde, getrunken in Teilen, bis sie wirklich gekotzt haben und am Boden lagen. Und das gibt's hier nicht. Die haben hier keinen Zugriff. Selbst ein Bier musst du 18 Jahre alt sein. Ja, und, Ja, und das ich habe es ist auch noch nicht besser. mitbekommen, dass irgendwie, was weiß ich, an der Tanke oder so, wie ich es in Deutschland halt ab und zu mal mitbekommen habe, wo dann der eine geht halt und der kauft dann Mhm. den Schnaps oder was und, Nein. und gibt's dann weiter. Und wie Ja, geht's aber dir? wie geht's mir? Also mir geht's gut. Es war wahnsinnig schwer in vielen Monaten auch
weil sich in Deutschland das alles nicht geregelt hat, weil auch da Enttäuschungen dazukommen und alles. Und mir ging Ja, es wir können es ja teilweise sagen, überhaupt nicht richtig. Der Hausverkauf war sehr schwierig, Katastrophe. weil unsere Immobilie sehr speziell war, und halt nicht eine Eigentumswohnung, die jeder brauchen kann, Ja. sondern 2 Häuser in einem sehr großen Grundstück, auf einem sehr großen Grundstück Ich habe es ja kurz gepostet auf gehabt im dem letzten, glaube ich. kleinen Dorf. Ne, wenn es Ja, irgendwo in der Stadt gewesen wäre und wir brauchten genau die Käufer, die genau dort wohnen wollen und auch Verwendung haben für so viel Raum. Und wir sind sehr glücklich, dass die gefunden wurden. ja. Nach 2 Jahren. Genau, nach über 2 Jahren. Ja, weil wir hatten halt auch Pech mit dem ersten Makler, der während der Besichtigung schon andere Häuser angeboten hatte, den potenziellen Kaufinteressenten. Das Ja, und endete im der, kompletten Eklat. Dann hat er nichts mehr gemacht und dadurch haben wir dann einfach ein Jahr verloren, weil er hat auch die Kündigung nicht akzeptiert, hat er mit seiner Rechtsabteilung gedroht und dann haben wir gesagt, dann lassen wir ihn laufen. Aber wir sind dann halt am Ende des Tages so dagestanden, dass wir gegangen sind, ohne das eigentlich zu regeln, was wir regeln wollten. Und das hat sich halt jetzt noch mal ein Jahr lang hier hingezogen und das hat mich schon kaputt gemacht, das den war Glauben. halt teuer, in Deutschland die Ja. leeren Häuser zu finanzieren und hier natürlich auch zu bezahlen. Ja, und dann sind wir nämlich gleich beim nächsten Thema. Wie ist es denn bei dir mit dem Yoga? Wir hatten mal berichtet, wir wollten ja diesen Raum haben. Gott sei Dank, im Endeffekt jetzt Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Aber was ist denn jetzt da bei dir weitergegangen? Oder? Ja, es gibt sehr viele Yogalehrer vor Ort und es ist durchaus Konkurrenz vorhanden. Insofern, dass die anderen Yogalehrer, vielleicht nicht jeder, ich habe ja nicht jeden auf der Insel kennengelernt, aber andere Yogalehrer sind in Räumlichkeiten, in Teilen nur einmal die Woche 60 Minuten und sie sorgen trotzdem dafür, dass kein anderer Yogalehrer dort Fuß fasst. Das ist schon so. Das ist anders als in Das Deutschland ist irgendwie so. ein bisschen, macht die Sache schwierig, aber kein Problem. Mein Online-Yoga mit den ehemaligen deutschen Schülern läuft sehr gut. Und das ist auch schön, Ein dass man die Dank immer noch an hat. alle. Ein Ja. Dank an alle. Ein paar hast du ja sogar getroffen Sie bei deinem Trip. haben ein Jahr lang jetzt mitgemacht und die Treue gehalten und es funktioniert sehr gut. Und ja, jetzt habe ich aber auf einer Veranstaltung einen Herrn kennengelernt Bruno. und der hat mir einen schönen Raum angeboten in der Innenstadt. Und ich werde nach den Winterferien in der Stadt Kurse beginnen, habe auch schon Anmeldungen und dann machen wir ein bisschen was bei uns im Garten, weil wir, wie es aussieht, zum November hin umziehen können. Ja, wir können da nicht drüber sprechen. Wir sind auch da einfach noch nicht durch mit dem Ganzen. Ihr habt es gesehen, dass wir uns verschiedenste Häuser angeschaut haben. Im Hintergrund machen wir natürlich auch noch das eine oder andere, weil du kannst nicht alles schneiden, alles fotografieren und es ist ja auch... Die Eigentümerin will absolute Diskretion und wir werden deshalb nichts sagen bis zu dem Tag, wo der sogenannte Compromis de Vente unterschrieben ist. Ja, Sagen ja, wir nichts. mindestens. Wir haben ja auch sogar jetzt ein Verbot, ein ganzes offizielles bekommen. Wahrscheinlich hat die Eigentümerin ein paar von den alten Filmen gesehen und hat gesagt, irgendwie, sie verbietet, dass irgendwelche Aufnahmen dort gemacht werden, wie auch immer. Also, das ist ein anderes Thema. Ich wollte hier nochmal darauf eingehen, weil wir vorhin schon so von der Kohle hatten, Lebenshaltungskosten. Also am Anfang, ich war auch schon geschockt und wir hatten jetzt auch Besuch von 2 Leuten, die den Kanal abonniert haben, 2 Rentner, die von Mauritius kamen hier dann her, die dann auch erstmal gesagt haben, ja, boah, das sei ja schon ganz schön teuer. Und ich habe da aber ein großes Aber. Wie empfindest du das mit den Lebenshaltungskosten? Ich kenne die Preise nicht in Deutschland. Ich habe gestern mit Franks Mutter telefoniert und sie hat gesagt, sie war in Karlsruhe essen. Und sie hatten nur einen Leberkäse mit Bratkartoffeln, Salat, ein Radler,
eine Flasche Wasser, eine Johannisbeersaftschorle und Heiko hatte einen Kaiserschmarrn als Nachtisch und sie hat 75 Euro bezahlt. Das sagen wir hier nicht. Und insofern sagt sie, die Lebenshaltungskosten in Karlsruhe sind auch wahnsinnig gestiegen. Insofern, ja, Réunion ist kein dritte Weltland, aber normale Preise halt, hätte ich jetzt gesagt. Also ich glaube, dass es in Teilen schon teurer ist, aber da muss man auch sagen, du gehst, wenn du als Tourist hierher kommst oder wenn du neu bist, dann gehst du in die Läden rein und dann kaufst du die Sachen und denkst, boah, ganz schön teuer. Aber wenn man hier dann lebt und man weiß dann, okay, ist neue, beim Carrefour gibt's die Angebote oder in den großen Supermärkten Mai. Ich fahre dann halt gern auch mal einfach einmal im Monat raus zum Carrefour und dann kauft man halt die Nudeln im Sechserpack oder was. Das ist vielleicht eine andere Art, aber so ist es dann im Schnitt, glaube ich, nicht viel teurer. Und was man nicht vergessen darf, wir haben viel weniger Ausgaben für Klamotten. Okay, jetzt ist Winter und mich friert's gerade auch, aber auch keine Heizung, Holz, Die Öl. Heizkosten, die machen was aus. Boah. Und naja, dafür kommen für die Menschen, die Flugtickets dazu. Ja, Eigentlich fliegen, also alle, die sich's leisten können, fliegen einmal im Jahr nach Europa. ja. Schon, ja. Vor allem die, die aus Frankreich kommen. Und dann, Aber das ist ja auch sehr interessant. Also hier gilt genauso wie in Deutschland, dass die Schüler bis zum letzten Tag in der Schule sind. Aber vielleicht ist es so ein Laissez-faire, weil wir hier so weit weg sind. Die Zeugnisse werden gestellt, das war vor 2 Wochen ungefähr, und da waren dann schon die ersten weg. Und die Carlotta hat mir das gezeigt, die kann ja dann da mit ihrem iPhone das verfolgen, wo die ganzen Leute sind, von Dubai, von England, von Frankreich, in Spanien, in Portugal, sonst wo hocken die Leute. Die reisen einfach vorher ab, weil dann sind die Flüge viel billiger. Du bist im Frühjahr ja auch außerhalb der... ich bin an Ostern nach ach, an Deutschland Ostern. geflogen. Und was hattest du bezahlt? 500 Euro oder sowas? 600? Ich weiß nicht Die mehr. Tickets waren nicht so teuer. Aber es gibt auch Leute auf Réunion, für die 500 Euro für immer unbezahlbar sind. Ja, Es kommt drauf an, aus welcher Gesellschaftsschicht du kommst. das stimmt. Ja. Aber sagen wir mal, die Mittelschicht, die normale Leute da, die fliegen einmal im Jahr nach Frankreich. Ja, und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, das war mir vorher auch gar nicht so klar. Es gibt schon so ein bisschen eine Spaltung hier auch dadurch, dass die Expats, die kommen, die werden für 3 Jahre, also die vom Staat sozusagen hierher versetzt werden, ob Militär, Polizei, für irgendwelche administrativen Aufgaben. Die haben 165%, glaube ich, ihres Gehalts, wenn sie hier sind. Und kriegen irgendwie die doppelten Rentenpunkte. Also 3 Jahre hier sind 6 Jahre Rente oder was, so irgendwie in die Richtung. Und dadurch haben die natürlich auch mehr Geld, können auch höhere Preise hier oben zum Beispiel bezahlen für Häuser, für Wohnungen. Die kaufen ja nicht, aber deshalb sind die Mietpreise auch teuer. Und das ist ja auch was hier anders ist, sage ich mal. Ja, und die Sprache, ich meine, für dich ist das alles toll. Ich habe jetzt meinen A2 gemacht, hatte 81,5 Punkte von 100. Das ist zwar ein Gut, aber ich bin schlecht. Ich bin wirklich echt schlecht. Ich hänge im Deutschen und ich habe keinen Nerv bisher gehabt zu lernen. Und das Ja, ist das nicht ist schön. das, was fehlt, weil auch wenn Besuch da ist aus der Nachbarschaft, musst du immer darauf hoffen, dass die gut Englisch sprechen, weil sonst ist ein normales Gespräch mit dem A2-Niveau nicht möglich. A2 bedeutet, dass man sagen kann, das Wetter ist schön, da ist ein Baum, ich heiße Frank und komme aus Deutschland, aber du brauchst ein B1-Niveau, um dich unterhalten zu können. Ja, aber ganz ehrlich, also ich kann schon mehr sagen, als wo Na, ich also herkomme und ich wo finde, ich wohne. ein Gespräch ist nicht möglich auf dem jetzigen Niveau. Also Ein der normales Janik Gespräch, sagt manchmal, früher hast du irgendwie weil geredet sie und ich nett wusste sind. nicht, was du wolltest und jetzt verstehen sie mich.
Und es ist mir klar, dass ich mehr tun muss. Und wenn sich die Sachen gelöst haben und ich endlich wieder Frieden im Kopf und in der Seele habe, weil ich nicht jeden Tag aufstehe und Angst habe, dass unser ganzes Konstrukt zusammenfällt, zusammenbricht, dass die Konten gesperrt werden und dass wir im Arsch sind. Und deshalb ging es für mich einfach nicht. Es ging nicht bisher. Ich glaube nicht, dass es am Alter liegt. Ich glaube, es liegt immer am Einsatz. Ja, am Einsatz, ganz klar. Ich Ich meine, muss Vokabeln lernen. Du musst Vokabeln lernen und du musst unter Einheimische kommen. Ja, ja. Und das ist halt auch so, was ich habe meinen Wanderkumpel irgendwie und den Janik mit dem Nachbarn geht's nach ganz kurzer Zeit auf Englisch und das merkt man halt auch, dass Bekannte von uns, auch die wir öfter treffen, dass die dann von sich aus einfach Englisch reden und manche sagen auch, ich bin froh, dass ich mal Englisch reden kann, weil ich brauche es die ganze Zeit überhaupt nicht. Aber ganz klar, wenn ich hier daheim sein will, dann brauche ich die Sprache, weil die Kommunikation ist mein Leben schon immer gewesen. Das ist mein Job und ich rede ja auch gern und viel. Ja, genau. Das ist das, was ein bisschen fehlt. Und ja, mal. Und sonst, wie empfindest du das jetzt so? Ich meine, als wir nach Hohenstadt gezogen sind, hast du ganz am Anfang hast du gesagt, und jetzt, ich kenne hier niemanden, weil wir kamen ja vorher aus Landsberg mit einem Netzwerk. Und allein zu sein und irgendwie keine Vertrauten zu haben, wie ist das hier jetzt? Ich finde, dass wir hier schneller Kontakt bekommen haben. Also ich. Ja, du bist die ganze Ich, Zeit unterwegs und ich triffst dich. ich kenn ganz viele Leute nach einem Jahr. Und natürlich kann man nicht erwarten, dass die Beziehungen eng sind nach so kurzer Zeit, aber man kommt wenn man sein Haus verlässt, mit vielen Menschen in Kontakt. Ja, und du bist regelmäßig Kaffee trinken oder mal Ja, spazieren gehen haben sehr oder nette triffst dich da Nachbarn. und ja. Ja, genau. Richtig coole Nachbarn. Ja, Deutsche gibt's hier wenig. wenig, ganz wenig. Drei Mädels kenne ich. Unsere Übersetzerin, die wohnt ein Stück weiter weg. Und dann gibt's noch zwei andere. Eine wird nur hier sein Die ist für Expat. gewisse Zeit, aber die dritte im Bunde ist seit über 20 Jahren in Saint-Denis. Ja, die ist total nett. Bei denen waren wir an Silvester Genau. genau eingeladen und die treffen wir auch ab und zu. Das ist schon schön. So, ich sag jetzt abschließende Worte. Es war eine gute Entscheidung. Genau, es war eine gute Entscheidung, wobei wir nach 10 Jahren auch sonst umgezogen waren. Ja, Ne? immer, aber ich meine, beim letzten Mal habe ich gesagt, hier trägt man mich mit den Füßen voraus aus dem Haus in Hohenstadt. Und nach 10 Jahren war es anders. Also ich meine, vielleicht kann man auch nicht sagen, es ist für immer, aber es ist richtig, hier zu sein für die Kinder, die Sicherheit, die Entwicklung, auch das, was wir selber machen wollen, wie wir uns selber weiterentwickeln wollen und in einem sehr, sehr positiven Umfeld, das mich nicht runterzieht. Ich kann mich dann auch aus einigem rausziehen, was mich halt in Deutschland sehr, sehr beschäftigt hat, auch im täglichen Erleben. Und insofern, ich bin schon happy und es wird. Und nächstes Jahr bin ich auf B1. Ich mache ja ab September wieder meinen zweiten Kurs und ich mache jetzt auch in den Ferien, das darf man ja vielleicht auch sagen, auch eine Woche so intensiv und mit einem Ja, und viele coole Sachen haben wir noch gar nicht gemacht, weil einfach keine Zeit war im ersten Jahr. Man kann hier super tauchen gehen, man könnte einen Segelschein machen, man kann über Tage wandern und in den Berghütten übernachten. Also die noch bessere Zeit, die wird auch noch kommen. Ja. Wir waren jetzt einfach viel auch mit Arbeit beschäftigt.